Der Europapark in Rust ist Deutschlands größter Freizeit- und Themenpark. Mit über 100 Attraktionen, internationalen Themenwelten und einzigartigen Erlebnissen begeistert er jedes Jahr Millionen Besucher. Mitte 2023 haben wir mit der Planung eines LoRaWAN-Netzes für den Europapark angefangen. Ein Jahr später kam auch schon der offizielle Rollout. Für uns ist das Projekt eine ideale Spielwiese, um gemeinsam mit dem Europapark neue IoT-Anwendungen direkt in der Praxis zu testen. Welche Ideen umgesetzt werden, kann der Park dabei natürlich flexibel selber entscheiden. Aktuell sind hier 180 Sensoren und 6 Gateways angebunden. Hier im Park passiert viel gleichzeitig. Damit alles reibungslos läuft, müssen wir zahlreiche Prozesse im Blick behalten. Mit Senna haben wir dafür im ersten Schritt unser LoRaWAN-Netz aufgebaut und seitdem konkrete IoT-Lösungen realisiert. Wie das in der Praxis aussieht, möchten wir Ihnen heute zeigen. Wir stehen hier am Atlantica Supersplash. Für diese große Wasserattraktion ist der Europapark bekannt. Was dabei auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auffällt, ähnlich wie bei Flüssen in Städten, müssen hier auch die Pegelstände permanent überwacht werden. Genau dabei kommt IoT-Sensorik von Senna zum Einsatz. Unsere Seen- und Wasserflächen sind auf gleichbleibende Pegel angewiesen. Die Kontrolle vor Ort hat aber echt sehr viel Zeit gekostet. Mit den Wilson Ultraschallsensoren von Pepperl und Fuchs erfassen wir die Pegelstände jetzt automatisch und Mitarbeitende werden sofort verständigt, wenn sich Pegel mal außerhalb der Toleranz befinden. Die Überwachung nutzen wir genauso auch für die ganzen öffentlichen Flüsse außerhalb. Auch die Fahrgeschäfte im Park haben natürlich alle nur eine begrenzte Kapazität. Deshalb muss genau erfasst werden, wie viele Gäste sich an der Attraktion befinden. Oft passiert das noch händisch, aber an 2 Attraktionen übernimmt das bereits eine KI-Lösung von Senna, wie hier bei der Voltron. Hier am Voltron erfassen wir die Besucherströme mittels KI-gestützter Sensoren. Und momentan findet noch ein Abgleich mit händischer Liste statt, aber perspektivisch ist dann auch vorgesehen, nach und nach die ganzen Großattraktionen hier mit der entsprechenden Technik auszurüsten. Ausfallzeiten bei Achterbahnen sind nicht nur teuer, sondern auch ärgerlich für alle im Park. Bei der Achterbahn Wodan haben wir uns deshalb entschieden, gemeinsam eine vorausschauende Überwachung des Liftmotors zu testen. Mit dem KI-gestützten Sensor direkt an dem Liftmotor von der Wodan können wir quasi Getriebespiel oder Lagerschäden schon erkennen, bevor sie überhaupt systemrelevant wäre und können damit quasi den Einsatz von unserer Techniker planen, um damit eine 100%ige Verfügbarkeit von der Anlage gewährleisten zu können. Der Europapark mit seinen Herausforderungen ist wie eine kleine Stadt und wir von der Technikabteilung sind quasi die Stadtwerke, die hier alles am Laufen halten. Gemeinsam mit Senna wollen wir unsere IoT-Infrastruktur in Zukunft noch weiter ausbauen. Als nächstes planen wir die Überwachung der Motoren und verschiedener Füllstände. Auch das Thema Tiefbrunnenüberwachung wollen wir bald angehen. Das Projekt am Europapark zeigt einfach sehr gut, wie sich IoT-Lösungen ganz konkret in die Praxis bringen lassen. Gemeinsam können wir neue Anwendungen direkt unter realen Bedingungen testen und weiterentwickeln. Lösungen, die sich hier bewähren, lassen sich später auch auf andere Projekte übertragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen jetzt eine Runde Achterbahn fahren.